Willkommen, liebe Leute, zu dem nächsten Fantasy-Abenteuer von Tainted Grail, The Fall of Avalon. Ich befinde mich jetzt hier hinter dieser Statue, in dieser Druidenhöhle. Und ich nehme an, das ist ein Druide oder Merlin oder so. Und wir werden jetzt mal schauen, was sich hinter der Statue befindet. Weil dieser Typ von der Del Riata, der Anführer, und dieser Captain, der Anführer auf der Festung, wollten, dass ich mal nachschaue, was sich hinter dieser Statue befindet. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das Siegel haben wir eingesetzt und jetzt gucken wir mal, was hier unten so abgeht. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein großer Dungeon. Oh, da ist was. Spectral Calamity. Nehmen wir natürlich mal mit. Mal schauen, was hier hinter so, oder was da unten so abgeht. Vielleicht finden wir endlich mal... Oh, hier sind Kokos. Der hat keine... Hat der Arme oder keine Arme? Ich vermute mal, dass die alle da rauskommen werden, wenn es soweit ist. Irgendwas wird hier wahrscheinlich passieren, aber warum schlafen die alle? Wer hat die da eingesperrt? Das ist meine Frage jetzt. Barely legible ancient scroll. It be not fitting for a king to besiege his loyal knights in such manner. Yet Merlin did soothe him. If we doth not this, God, we shall lose the chance to form the home instead of a few. All thy subjects shall lose their lives. Ich werde das einfach mal überfliegen. Ich habe keinen Bock, das alles zu lesen. Das ID. Merlin spec through. Merlin shall take legible. Sewell, that's wow. Doubt not my loyalty, I shall die. Merlin then to take a great cauldron, also große Kessel, black as the night, and Sewell or Sewell did take the first step once again, and he is the foot towards Avalon. And lo, a single tear did run down Arthur's visage in memory of his most violent friend. Sehr confused, Alter. The horn of the south, Camelot, Excalibur, be guarded by the keepers of the south after my death. Excalibur wird ja immer noch beschützt oder bewacht. Kann ja keiner rausziehen. Let my sword rest in the courtyard of the horns. Dort, wo es jetzt sich zurzeit befindet, ja. As a testament to the eternal friendship between our houses. In times of distress, my sword shall be drawn, but only by the one who proves themselves worthy. Ja, mittlerweile wissen wir noch nicht, wer das Excalibur nehmen kann, das Schwert. Aber ich nehme an, ich muss das halt irgendwann nehmen. I entrust the secret of how to prove one's worth to the captain and urge all captains that come after to pass on this knowledge of their successors until comes the day when the worthy appears and the secret is revealed to them. So help me, All-Mother, and all the gods of the homelands. Okay. Die warten also, bis derjenige kommt, der halt diese Ehre besitzt, das Schwert rauszuziehen oder zu benutzen. Keine Ahnung. Wie soll ich beweisen, dass ich jetzt der... Oh, ich kann mit ihm reden. Alter. You are not him. You are different. Who are you? I am Sewell Firstfoot, the one who scouted the land before the traitor Arthur set foot on it. Aha. Sewell Firstfoot. Traitor? I was loyal. I was devoted. Arthur wanted more. Arthur betrayed me. Aha. Sewell Firstfoot, the founder of the Horns of the South? Yes, it is my legacy. The Jewel of the South, the safe haven of honorable men. Okay. A lot has changed. The Horns of the South remain strong. I've been here for so long. It doesn't matter anymore. What is going on here? We're stuck here. Me and my men, but
between life and death. You can't free me through death. Many have tried. Okay. Yes, and grant death to all of my loyal soldiers. If you ever find a way, come to us. Grant us the mercy of death. Also, sie wollen unbedingt sterben, klar. Die werden am Leben ewig gehalten, können nicht sterben. Why did One Eye reseal your tomb? The Del Riata promised me revenge. They understand what happened here. Everyone who comes here has the right to ask. Aha. Tell me what happened here. I was the most loyal of Arthur's men. I was the first to go ashore and take on any danger that might arise in this new and unfamiliar land. Then came the war. I fought by his side, shielded him with my own body. I trusted him, but Arthur wanted more. Arthur longed to possess a power equal to that of our enemies. So Merlin decided our king must first become immortal. Only then could he achieve greatness. But Merlin needed volunteers. Trusted people to go first to make sure that his methods were effective. So we wouldn't risk Arthur's life in trying to grant him immortality. They thought I had died, so they buried me. Aha, okay. You counted on Arthur to make sure you were dead, and he left you. Arthur's greed and Merlin's obsession made me what I am now. Arthur should have made sure. They thought I was dead, but I heard everything. I know there were others after me. I know that the king didn't hesitate to do anything to achieve his goal. He experimented on all the knights, abusing their oath. He told them it was for the greater good. Their lives, our lives, meant nothing to him. Then, he revealed what he really wanted to become. He tried to become one of them. Mother was trying to become a fort dweller? I don't know how it's supposed to prove Camelot's treachery. Treachery? Where's the betrayal? The king did what he deemed necessary to win the war. He sacrificed the lives of the noblest of men. And this is the greatest possible betrayal. How does One Eye want to help you? We cannot be helped. And we cannot be killed. The Del Riata promised to burn down Camelot. Avenge the memory of all my brothers. Camelot was built on betrayal. People have the right to live in truth. But when Camelot falls, we will finally be free. Build a new world. Let the dead leave this one. Okay. Ich soll irgendwie jetzt einen Weg finden, dem zu helfen, oder was? Killers, ja. Wie? Keine Ahnung. Jetzt muss ich auf jeden Fall wieder zurück und Bericht erstatten. Ich glaube auch nicht, dass ich da einfach zuschlagen kann. Nee. Der ist unerreichbar. Und seine Männer auch. Liegt da vielleicht sonst noch was herum? Okay. Also King Arthur und Merlin sind hier böse in diesem Spiel, auf jeden Fall. Der eine wurde besessen, oder der war besessen von seiner Magie und Macht. Dieser Merlin und dieser King Arthur, wie ihr mitbekommen habt, der hat gute Männer geopfert, weil er ein Fort-Dweller werden wollte oder irgendwas Unsterbliches. Die Sau. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Könnte jetzt sein, dass ich angegriffen werde. Da ich jetzt die Wahrheit kenne. Oder? Nee. Okay. Die stehen da einfach nur... So, what do you think? Oh, oh. Vielleicht weiß der auch Bescheid und der will das vielleicht verhindern, ich weiß nicht. I have no idea what it was supposed to prove. It seems that Camelot's rotten by the core, to the core. Boah. To prove? I have no idea what it was supposed. It seems that Camelot's rotten to the core. Yes, it's all the facade, and it's just seawall. Think what else
perhaps they must be hiding. Huh? Really, there's no point in invoking tradition any longer, because it's worth shit. The only thing that matters is safety and loyalty towards the one who can provide it. What now? Now I'd say it looks like someone needs to die. Was? And somehow, you unwittingly became the most important person in the region because your decision will change how the entire situation unfolds. Aha, ich nehme an, der will mich gleich angreifen. Galahad needs to die, of course. Oh. That will solve some of our problems. We'll say he got himself into trouble, and then we'll sweep the entire matter under the rug. Ich dachte schon, ich muss We'll sterben. continue our talks with the tribes. By the time someone in Camelot finally gets off their ass and comes to investigate what's happening here, it'll be too late. You want me to kill a Knight of the Round Table? Das ist der geschickt wurde, um alles unter die Lupe zu nehmen. Why are you acting so surprised? I mean, it's either him or us, right? If we allow him to nose around here, he'll quickly find out about my plan for advancing the south. And if he does find out, I promise I'll drag you down with me. I mean, you are a friend of the Del Riata, aren't you? Does someone really have to die for there to be peace? I doubt there is any other way that wouldn't result in a full-blown war between Camelot and the tribes. And without half our garrison ended up burnt or on a stake for treason or some other nonsense. Meanwhile, I can't afford to target any of them myself, or it would complicate the situation even further. As you see, you're the only one that can do it. So I leave the choice to you. Okay, vielleicht kann ich ihn überreden, diesen Galahad. I think we need to get rid of one eye. Nee, natürlich nicht. Die Trader auch nicht. Wise decision. Good luck. You go ahead and I'll placate the horns and make sure the men don't suspect anything. Yeah? Jetzt muss ich einen Unschuldigen umbringen. Ich meine, der und dieser Del Riata-Typ da, der One-Eye, die wissen Bescheid hier. Ich hätte natürlich auch andere Decisions machen können, jetzt gerade, dass ich ihn umbringe oder so. Aber ich will ja denen da unten, den Eingesperrten, helfen und alles. Es muss ja hier alles neu, wie soll ich sagen, aufs Neue aufgebaut werden. Ja. Ja, schon interessant, Alter. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ohne dass es zum Kampf kommt oder so, ja. Aber da der so ein, wie soll ich sagen, ein traditioneller Typ ist, wird er wahrscheinlich nicht mitspielen und es wird zum Kampf kommen. Aber gegen mich hat er eh keine Chance, also. Ich hoffe nur nicht, dass die zwei mich verarschen wollen, das, ja. Vielleicht stellt sich später raus, dass sie vielleicht doch die Macht für sich selber haben wollen, ja. Wer weiß. Aber ich habe mich jetzt gegen Camelot gestellt, da ich jetzt weiß, dass Camelot eigentlich böse ist. So, jetzt werde ich erstmal zurückreisen. In die Festung. Hier. Bin ich mal gespannt, was dieser Galahad sagt. Und ob das jemand mitbekommt. Ja, ich müsste immer ein bisschen warten, bis das Bild aufgebaut ist. Die Texturen und so, das dauert so lange. Wie kann ich die anderen nur befreien? Das ist die Frage. Und da oben war ich auch noch nicht. Der Leuchtturm, den wollte ich ja eigentlich unter die Lupe nehmen. Ich wollte ja mal gucken, wer da oben alles haust. So, das Beste wäre jetzt, wenn wir das Spiel abspeichern. Wahrscheinlich kann ich mit Camelon diese anderen Typen töten. Aber guckt euch das Schwert mal an. Das ist ein Riesenschwert, ey. Scheint größer zu sein als ich selbst, ey. So. Okay, dann wollen wir das Spiel mal abspeichern.
Gut. Dann fragen wir den jetzt mal. Ach so, das ist gar nicht dieser Galahad. Wer ist denn der Galahad nochmal? Ach ja, der König, der Ritter ist das ja. Ja, stimmt ja. Geben wir mal die Tags ab. Ah, das war's schon, okay. Ich dachte, das ist der Galahad, das ist hier der Fargus. So, wo ist dieser Knight, dieser Ritter Galahad? Müssen wir mal kurz auf die Map gucken, ob der da irgendwo haust. Aber ich glaube, der ist noch gar nicht da. Oh, hier ist ein Ausrufezeichen. Könnte sein, dass die ihr Camp da haben. Dass sie das aufgeschlagen haben und da irgendwo übernachten oder so. Ich werde mal abchecken. Ja, sieht mir aus wie ein Camp, aber ich glaube, da war ich schon mal. Galahad Squire, okay. Hier ist Galahad. Wird er mich angreifen oder... Ah, muss das jetzt sein, wenn es dunkel ist, Alter. Der greift mich einfach an, Alter, die Sau. Du Arsch, Alter. Ihr seid mir schöne Ritter. Das ist Galahad. Egal. Zu schwach. Oh, Rangers. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, das ist so mittelschwere Rüstung. Die gucke ich mir gleich mal an. Coins. Ich könnte hier auch übernachten, weil man ist hier ein Schlafplatz. Rest, irgendwie. Nein, hier kann ich nicht pennen. Gibt's hier keinen Schlafplatz? Das ist ja doof, Alter. So. Okay, gucke ich mir mal die anderen an. Knight's Helmet, ich glaube Knights Sachen habe ich schon. Warte mal. Lass mal gucken. Ja, habe ich schon. Und jetzt habe ich aufgehoben Ranger. Das ist, oh, das ist auch Heavy Armor. Hat aber keine besonderen Eigenschaften. Oder? Nee. Deswegen werde ich das einfach verkaufen. Das war's schon, ne? Jetzt habe ich die schon platt gemacht. Hat jemand Geld dabei von euch? Nee, okay. Also jetzt gehen wir wieder zu den anderen zwei. Bericht erstatten, oder? Muss ich da woanders hin? Zeig mal her. Ah, hier. Ich glaube, der Captain ist wieder zurück in der Burg. Werden wir gleich mal abchecken hier. Werde ich mal sagen, dass ich hier diesen Ritter getötet habe. Ohne große Probleme. So, bin mal gespannt. Hier kommt ein Neuland. Mal gucken, wie es da drin ausschaut. Hier. Ich könnte mal gucken, was da unten ist. Ich bin immer neugierig. Ich gucke ja immer mal, was ich hier noch so finde. Das sieht mir aus wie... Ne, okay. Ich dachte, das hier wird sich vielleicht was öffnen. Wer ist das? Was? Ruark. You? Ah, shit. Another mouth to feed. Teargas must have been off his rocker if he thinks I can feed everyone with the little he gives me. I'm serious. If we don't open the keep soon, we'll have to start eating rats. Not that I can't cook them in a way that makes you think it's chicken. It's a good thing you didn't start with calm down, or I'd have shoved my cleaver up your arse. Yeah, I'm pissed off.
Because our gracious sovereigns recently decided to let in a bunch of refugees from the villages. They say they're running from the weirdness, but who knows, really? So now I have even more hungry mouths to feed. And since the captain ordered the letdown of our keep, the supplies are dwindling a lot faster than I'd like. Of course, I can make you 1,000 different dishes based on fish and crowds. But come on, even the keepers need some variety in their lives. Vielleicht habe ich was für ihn. I can go outside the walls. Do you need anything specific? Well, wow, an adventurer are you? Ah, I'm good for now. But if you find something interesting, you can drop it off here. And as a sign of goodwill, I'll allow you free reign of my kitchen. If you need to cook something, go ahead. Okay. Oh, this is new. Maybe we'll get along after all. The dimwits here never want to learn, only eat. Open shop. Rezepte, hat er Rezepte? Ah, hier hat er doch was. Culinary Madness with Rumpold, Volume Ends. 2 und 3. Na komm, die kaufe ich alle, die lese ich da mal durch. So. Consumable. Kann ich was da kaufen? Nee. Habe ich hier irgendwas Bestimmtes für ihn? Sag mal. Eine Goldmünze. Warte mal, Sort Newest. Nee, ich will gucken, was die meiste Kohle bringt. Warte mal. Quality, Price. Ist das Price? Nee. So, das müsste Price sein, ha? Gibt aber alles nicht viel Kohle hier. Na komm, dann lassen wir das mal. Dann werde ich mal die Sachen durchlesen. Readable. The Kraken Knight's Breakfast. Das ist nämlich das Wichtigste hier. So. Ansonsten, was ist das hier? Artes Testament. Achso, das habe ich auch schon gelesen. Das war ja unten im Kerker da oder in dem unterirdischen Ding da, in dem Gewölbe. So. Guck mal hier nochmal. Vielleicht finden wir noch was. Was ist das hier? Wein. Brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Hier ist eine Kitchen. Brauchen wir hier was? Garlic, Onions. Ne, hier ist auch nichts. Gut. Gehe ich zum Auftraggeber. Zum Captain. Ist das richtig hier? Warte mal. Dozens of the best Del Riata warriors are holding the temple. I'm sure that when Galahad arrives, we will be able to defeat them together. I know it won't be easy, but it is the only way. Can't you see that One Eye will stop at nothing to destroy Camelot and all its representatives, including us? I wouldn't expect anything else from that bunch of savages. What they consider their greatest power is, in fact, their greatest weakness. Their blind fury is no match for the tactics of Camelot's army. What bloody tactics? What are you on about? It's like talking to a bloody wall. You're here. Finally. Tell me you have good news. I'm gonna lose it. Also der linke ist für Camelot und der ist dagegen. Ja. What? Phew. One less thing to worry about. Traitor! Oh. You are both traitors! Fergus, calm down. For obvious reasons, I couldn't tell you anything about this, and judging by your reaction, I were right. You have to understand, it were the only reasonable solution to the situation we're in. Reasonable? No reason could excuse such treachery. Not even a full-blown war between Camelot and the tribes unfolding on our territory, in the haze of the weirdness as well. Camelot is our sovereign. Sovereigns don't betray their subjects, and the subjects shouldn't betray their sovereigns. We have served Camelot since the foundation of the Horns of the South. If we are to fall,
We should fall under Camelot's banner. Please, just stop that drivel. Camelot decided we can't handle our orders. And we can't, because instead of sending us decent recruits, they send drunkards, scum, and thieves. Anyone who were left in the villages after the army has already taken the ones who were any use. And what do Camelot do? They send the butcher to motivate us. And how does Galahad motivate people? But... Do you really want people to burn on the stake because their boots weren't shiny enough, do you? I won't listen to this anymore. Phew, that wasn't so bad. He feels slighted, and we need to give him time to think it over, but I'm sure he'll eventually understand. Thank you for the help. Without you, this could have ended tragically. So, was nun? Now, I have to figure out how to deal with the tribes, but in a way that works for us. And I have to explain all of this to the men. I don't know which of those things will be more difficult, to be honest. I've done everything you asked me for. My turn. Yes, you were sent here by Caradoc. Where is he, anyway? Tja, keine Ahnung. I guess he must have died in the storm that wrecked our boat. The storm wrecked our boat, but he might have survived. He might. He probably did. And what did he send you here for? I'm here for Excalibur. Ah, right. See, the problem with Excalibur, or indeed any of King Arthur's blades, is that you need to prove you're worthy of wielding it. How are you supposed to do that? Hell knows. Keine Ahnung. But if Caradoc sent you here, I think I know what he might have wanted you to try. What do you mean? You see, there are many different legends. According to one of them, there are a few places on Avalon where you can prove yourself worthy, whatever that means. And one of those places, as you can probably guess, is nearby. Have you seen the old gong in the sunken village? Well, many years ago, when people still went to the woods for a shit instead of using a privy, it was part of a certain ritual. Only the people who passed the ritual could become keepers. Ich habe ja diese Glocke, aber die ist zerbrochen. Well, none of the living keepers were recruited that way, so we don't really know what happens during the ritual. That's why Galahad now appoints keepers and the captain chooses them. It's just safer that way. I only know that you need to sound the gong and then lie down to sleep at its base. If you wake up, I mean, when you wake up again in the morning, you'll know you've been deemed worthy. Unfortunately, the gong is broken. So first, you'll need to find a way to fix it. And since it's made of weird steel, that's not going to be easy, is it? Fortunately, Oshbrit should be able to help you. A little bird told me he likes to play with weird steel when nobody's looking. Just tell him I sent you, and he won't give you any trouble. Okay, da bin ich mal gespannt, ob die Glocke da repariert werden kann. Well, I'm not going to lie. From what I've heard, many people never woke up. They fell into eternal slumber, so that's why we abandoned the tradition. And those who woke up were changed, and none of them ever wanted to say exactly what happened there. Well, of course they tried. It turns out that the keepers who passed the ritual could hold it longer than anyone else. Maybe it'll be enough for what you need, and maybe something entirely different will happen. It's your risk and your decision. Muss ich ja tun. Then you'll have to find someone smarter than me. Because I already told you everything I know. Okay. Go, and may the southern wind be in your favor. If you need anything from the old captain, you know where to find me. Ja, ist gut. Okay, also. Die Glocke. Keepers-Sachen brauche ich nicht. Ich behalte meine Assassins, also meine Assassinenrüstung. Kann ich hier irgendwas lesen? Nee. Hier ist auch nichts. Nee. Okay. Die ist leer. Okay. Alles klar, gehen wir raus. Osprite ist, glaube ich, der Schmied. Ich meine, ich habe genug von dem Weirdness. Erz habe ich ja. Aber der scheint sich ja gut auszukennen.
Vielleicht kann er mir die Glocke reparieren. Aber ich nehme mal an, ich muss da verschiedene Sachen noch irgendwie besorgen oder so. Das werden wir dann im nächsten Teil tun. Camelot, ja. Das wird geil, wenn ich das Schwert habe, ey. So. Wo ist dieser Osprite? Der Schmied da hinten, genau. There's an ancient gong in the sunken village. Can you fix it? Why would you want to fix it? Do you even know what it is? Take some advice from an old man. If there's a giant ancient statue that somebody tried to turn to dust, they must have had a good reason for it. I need to repair it to become a keeper. Well, if you put it that way, then I suppose I have to tell you the truth. Otherwise, the terror from the sea will bite me in the ass while I bathe. Of course I can fix it. You just have to bring me what remains of that monstrosity. Sag ich doch. And some weirdstone. Weirdstone hab ich. Problem is that there was only one source of weirdstone in the south. Hab ich. The Great Mine. Kein Problem. But since the entrance collapsed, well, it looks like you're out of luck. Ne, ich hab's schon. How did you... Oh, forget it. I don't even want to know. Just give me a moment. Sehr schön. Here. That should do it. Do whatever you need to, if you're really sure about this. But please try to come back alive. I have nothing to tell you. I could try to talk you out of it, but I guess that wouldn't work. So, what happened to your mind? Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gefragt. Open Shop, Relics, Sharpening. Ne, komm, raus. Ah, ne, warte mal, ich wollte ja diese Rüstung verkaufen von diesem Galahad. Die verkaufe ich natürlich noch. Ach so, der nimmt keine Rüstung an. Oh, ist ja doof. Ach, Quatsch. Was mache ich denn? Hier muss ich ja hin. So, Knight's Breastplate. Rangers. Gauntlet. Ranger. Das weg. Das weg. Ach, jetzt habe ich meine Handschuhe verkauft, ich Idiot. Also die von der schweren Rüstung. Das war dumm. Dann behalte ich halt diese da. Gut, Leute, wir haben den Gong, also diese Glocke. Und dann werde ich mal an den Strand gehen, werde das Spiel abspeichern. Ich wünschte mir halt, dass jedes Let's Play nur 30 Minuten dauert, so wie jetzt ungefähr. Aber das geht halt manchmal nicht. Weil ich kurz vorm Ziel stehe vielleicht und so. Das wäre dann doof, wenn ich das dann im nächsten Teil aufnehme und 5 Minuten spiele, bis das Ziel erreicht ist. Das ist ja doof. Deswegen mache ich das lieber gleich fertig. So, wo ist diese Glocke nochmal? Die Glocke war doch irgendwo... Hä? Das ist die Frage. War das hier? Oder war das... Es hat doch gehießen, Sunken Village. Das Ding muss hier irgendwo sein. Komm, ich reiß mal dahin. Er hat gesagt Sunken Village, ne? Oder hat er was anderes gemeint? Hat er gesagt, dass die Glocke hier vielleicht liegt? Ne, hier bin ich falsch. Hier bin ich falsch. Dann gehe ich mal dahin. Oh shit. Die Glocke, Alter. Wo ist sie? Letztens habe ich es gesehen, aber... So, auf Wiedersehen. Hier ist kein Platz für die Glocke, Alter. Irgendwo muss es sein. Verdammt. Hier war ich. Hier war ich.
ich mir die Glocke noch mal suchen, Alter. Das ist doch doof. Ich gehe mal hier hoch. Das ist noch ein Platz. Da ist das Ding doch. Doch, die Sunken Village, sag mal. Wieso habe ich das nicht gesehen? Der will mich doch verarschen hier. So, Dille. Das wird spannend, Leute, wenn ich die Glocke aktiviere und dann pennen gehe, so wie der Typ das gesagt hat. Mal schauen, was dann passiert. Ich nehme mal an, ich werde da irgendwie in so eine andere Dimension kommen. Vielleicht auch kann ich so ein Teil von dieser Seele, von dem Vortweller, von ganz am Anfang, wiederherstellen. Mal schauen, was da passiert. Irgendwas wird hier schon passieren. So, Leute. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen im nächsten Teil. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen.